Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, viele User haben mich danach gefragt und heute kommt endlich das Video, wie installiere ich InfluxDB 2 und Grafana auf einem Raspberry Pi. Ja, das Ganze hat anscheinend nicht so ohne weiteres bei einigen von euch funktioniert und diese Frage kam immer wieder, dass irgendwelche Fehlermeldungen aufgetaucht sind und deswegen gibt es heute, wie gesagt, dieses Video. Ich zeige euch, wie ihr Influx und Grafana auf einem Raspberry Pi 4 mit Raspberry Pi OS in der 64-Bit-Version installiert. Ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt zwischen der 32- und 64-Bit-Version, aber da ich das Neueste verwende und euch das zeigen möchte, verwende ich halt, wie gesagt, Influx in der Version 2, Grafana in der neuesten Version und Raspberry Pi OS in der 64-Bit-Version. Also, falls euch das Thema interessiert, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald das neueste Video online ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, nochmal ein kurzer Hinweis. Diesmal installiere ich das Ganze ja auf einem Raspberry Pi 4 und ich habe ja schon zum Thema Grafana, Influx und so weiter schon ein paar Videos online. Die beziehen sich zwar auf Proxmox, lassen sich aber 1:1 genauso auf einen Raspberry Pi umsetzen. Das heißt, die ganzen Befehle, wie man Diagramme erstellt und so weiter, die lassen sich genauso wie hier in diesem Video hier oben gezeigt auf einem Raspberry Pi darstellen. Also falls ihr die Videos noch nicht kennt, zuerst mal das hier gucken und dann guckt ihr euch die an und dann solltet ihr die Basics zum Thema Influx und Grafana drauf haben. So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Wir installieren zuerst mal den Raspberry Pi, zeige euch, wie das funktioniert für all diejenigen, die das noch nicht haben. Für alle anderen könnt ihr einfach den Teil überspringen. Die Videokapitel sind ja in den Videos hinterlegt. So, bevor wir loslegen, müssen wir noch ein bisschen was runterladen und installieren. Da wäre zum einen, müssten wir das Betriebssystem runterladen. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wir wählen hier Raspberry Pi OS 64-Bit aus und dann das Ganze am besten in der Lite-Version runterladen. Dann benötigen wir noch den Imager. Damit funktioniert es zurzeit am besten und am unkompliziertesten. Früher hatte ich ja immer Balena Etcher verwendet. Aber da Raspbian oder die Raspberry Pi Organisation den Pi und Raspberry als als Passwort abgeschafft hat, muss man jetzt noch einen Benutzer anlegen, ein Passwort und so weiter. Und am unkompliziertesten funktioniert es mit dem Raspberry Pi Imager, wobei ich dort auch schon ein paar Probleme hatte, dort das Image auf die Karte zu schreiben, aber im Normalfall sollte es funktionieren. Falls ihr das nicht so machen wollt, das zeige ich euch auch nochmal kurz, das funktioniert auch mit Balena Etcher weiterhin. Ihr müsst halt noch eine User-Config-Datei anlegen und dort das Passwort und den Benutzernamen hinterlegen. So, wenn wir das haben, benötigen wir noch PuTTY. Mit PuTTY schalten wir uns auf das System drauf und das ist eigentlich alles selbsterklärend. Also einfach runterladen, installieren und dann geht es weiter. So, als erstes, wie gesagt, mit dem Imager. Der Imager ist selbsterklärend. Fenster geht auf, ihr wählt hier das OS. Speicherkarte sollte im Computer sein. Das hole ich mal schnell nach. So, wählen das OS. Ich habe das Ganze schon runtergeladen, deswegen sage ich hier, dass ich mein eigenes runtergeladen habe, eigenes Image hier auswählen. Und dann kann ich hier das Image runterladen oder installieren, das ich gerade runtergeladen habe. So, das wäre in meinem Fall das hier. Aktuelle Image ist halt das. Öffne das, wähle die SD-Karte aus und sage dann fast schon schreiben. Beziehungsweise zuerst mal muss ich hier auf dieses Zahnrad klicken und dann kann ich hier zum einen schon mal SSH aktivieren. Die Einstellungen hier kann so bleiben. Dann muss ich ein Benutzer und ein Passwort anlegen oder erstellen. Und dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, das WLAN automatisch zu aktivieren. Da ich aber das Ganze über Netzwerkkarte mache, brauche ich das im Normalfall nicht. Über Netzwerkkabel, nicht Netzwerkkarte. So, und der Rest kann fast so bleiben. Ihr könnt hier noch die Spracheinstellungen machen. Alles selbsterklärend. Klickt dann auf Speichern und dann auf Schreiben.
und dann wird die SD-Karte geflasht. So, ich mache das Ganze mit Balena Etcher, damit ich es dort euch auch nochmal kurz zeige, dass es dort ein bisschen anders funktioniert. Auch hier das Image auswählen. Das ist im Grunde jetzt nichts anderes wie bei dem anderen. Wähle die SD-Karte aus, bestätige das Ganze und sage jetzt flashen. So, der Unterschied zu dem Raspberry Pi Imager ist, dass man hier noch die SSH per Hand erstellen muss und dann muss man auch noch die User-Config erstellen, denn wie gesagt, das neue Betriebssystem braucht einen Benutzernamen und ein Passwort, das heißt, den muss man automatisch erstellen und das ist ja nicht so ohne weiteres möglich. Wie das funktioniert, zeige ich euch, wenn der Flash-Vorgang hier abgeschlossen ist. So, der Flash-Vorgang ist abgeschlossen. Achtet darauf, dass ihr hier nicht auf Formatieren klickt, bestätigen, nochmal abbrechen und dann öffnet ihr das Fenster bzw. euren Arbeitsplatz oder was auch immer ihr verwendet, wo die SD-Karte zu sehen ist. Falls sie nicht sofort sichtbar sein sollte, dann müsst ihr die einfach einmal raus und wieder reinstecken und dann klappt es. So, das ist die Boot-Partition, die bei euch dann sichtbar sein sollte. Hier müssen wir jetzt zuerst mal eine neue Datei erstellen. Achtet darauf, dass das TXT mit ersetzt wird. Also, dass es keine Textendung beinhaltet. Und dann erstellen wir nochmal eine Textdatei und in dieser kommt dann das Passwort und der Username rein. Der Name der Datei heißt userconf.txt. Die öffnen wir ganz normal mit einem Editor und dann kopiert ihr einfach Folgendes dort rein. Also als User wäre dann Pi und das Passwort ist ein verschlüsseltes Passwort und das lautet wie früher auch Raspberry. Und ja, dadurch hat sich das Ganze erledigt. Ist zwar nicht wirklich die sicherste Methode, denn wir haben wieder den Standard-User Pi und das Standard-Passwort. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Ihr könntet das auch ändern, müsstet dann das Passwort per OpenSSL aber verschlüsseln und dann hier eintragen. Sollte aber auch kein Problem sein, einfach auf Google danach suchen. So, wenn diese zwei Dateien auf der SD-Karte drauf sind, können wir das Ganze schließen. Nehmen die SD-Karte, stecken sie in den Pi und schließen das Ganze per Netzwerkkabel am besten an. So funktioniert es am einfachsten, weil dann müsst ihr nämlich auch das WLAN nicht vorkonfigurieren. So, der braucht dann ein, zwei Minuten, um zu booten, also gebt ihm die Zeit. Und ja, hier gibt es ja eine kleine grüne LED und wenn die aufhört irgendwie konstant zu blinken, dann sollte er soweit sein. Ihr müsst jetzt natürlich noch die IP-Adresse eures Raspberry Pis herausfinden. Wie ihr das macht, sollte bekannt sein. Ihr müsst halt in die Fritzbox oder was auch immer ihr besitzt gehen und dort nachgucken, was für eine IP-Adresse ihm zugeteilt wurde. So, nachdem ihr die IP-Adresse herausgefunden habt, tragt ihr die hier oben ein. Port und so weiter kann so bleiben und sagen dann Open. Jetzt taucht dieses Fenster auf, bestätigen wir mit Accept. Und dann melden wir uns an mit Pi und dem Passwort. In meinem Fall war das ja Raspberry. So, jetzt starten wir mit der Installation, beziehungsweise bevor wir mit der Installation starten, müssen wir zuerst mal das System updaten. Das machen wir mit sudo apt update und sudo apt upgrade, also tippen das ein. Dauert jetzt einen kurzen Augenblick, bis das System auf dem neuesten Stand ist und dann kommt der nächste Befehl. Falls eine Abfrage kommt, bestätigt ihr die mit einem Y. So, die Updates wurden eingespielt. Als nächstes folgt eine ganze Reihe von Befehlen, die wir einfach Copy-Paste einfügen und die bewirken halt, dass Influx zuerst mal installiert wird. Als erstes holen wir uns einen Key, das ist mit diesem Befehl hier. Als nächstes folgt ein relativ langer Befehl, also einfach hier einfügen. Bestätigen, das Ganze sollte mit einem OK bestätigt werden. Als nächstes fügen wir die Influx Repository zur Source List hinzu. Ich mache das Ganze mal hier ein bisschen hoch, damit es in der Bildmitte ist. Also auch hier wieder einfach Copy-Paste, Echo-Dep, bla 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 und Source List hinzufügen. Bestätigen das Ganze wieder mit einem Enter und dann wurde das Ganze unserer Source List hinzugefügt. Jetzt kommt der Punkt, wo die meisten scheitern oder die meisten irgendwie eine Fehlermeldung bekommen. Und zwar, wenn sie hier InfluxDB installieren wollen, bekommen sie immer gesagt, dass das nicht funktioniert,
Bin mir nicht sicher, woran es bei euch liegt. Eventuell gab es hier in den Schritten vorher irgendwie Probleme. Aber ihr müsst jetzt hier darauf achten, dass ihr nochmal ein Update macht, denn wir haben ja der Source List eine neue Quelle hinzugefügt. Und wenn man hier das Update vorher nicht machen würde, würde er das nicht berücksichtigen und dann gäbe es eine Fehlermeldung. Wir können das Ganze auch nochmal schnell testen, indem wir hier einfach das Update wegmachen und einfach so bestätigen. Dann sollte es meiner Meinung nach eine Fehlermeldung geben oder auch nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Genau, und hier kommt jetzt die Fehlermeldung Unable to Local Package InfluxDB, weil einfach das Ganze noch nicht aktualisiert wurde. Deswegen müsst ihr halt darauf achten, dass ihr hier vorher ein Update macht. So, bestätigen das mithilfe des Updates. Jetzt führt er diesen Prozess nochmal neu durch und sollte im Zuge dessen dann auch gleich Influx runterladen. Und wie ihr seht, lädt er das Ganze jetzt auch runter. Dauert einen kurzen Augenblick und dann sollte das gleich fertig sein. So, er entpackt das Ganze. So, und das Ganze ist fertig. Jetzt müssen wir noch den Service starten. Das machen wir mit sudo service influx start. Also Service InfluxDB Start. So, ihr seht ja, was ich eintippe. Dauert einen kurzen Augenblick und dann überprüfen wir nochmal den Status. Das heißt, wir machen den gleichen Befehl nochmal, aber sagen hier hinten Status. Dann sollte das Ganze grün sein und sollte stehen, dass er läuft. Also hier Activated und Running. Das heißt, alles hat wunderbar funktioniert. Gehen hier raus mit einem Druck auf oder mit einem Q, verlassen das und dann sind wir soweit fertig. Das heißt, Influx ist soweit installiert. So, und jetzt müssen wir Influx noch konfigurieren. Das heißt, wir sagen hier Influx Setup. Jetzt werden wir nach einem Usernamen gefragt. Ich sage hier Eddie, einem Passwort. Bestätigen das Ganze nochmal. Und als nächstes ein Organisationsnamen. Ich wähle hier immer MyOrg aus. Das ist so die Standardauswahl oder der Standardname. Und zu guter Letzt nochmal einen Bucket Name. Ich nenne den jetzt IO Broker YouTube, da das bei mir zumindest für den IO Broker verwendet wird und deswegen passt das Ganze. Und weil ich schon ein IO Broker Bucket habe, nenne ich das hier mit YT am Ende für YouTube. Das Ganze hier, also wie lange die Daten gespeichert werden sollen, lassen wir auf 0. Das bedeutet unendlich, bis wir sie löschen. Bestätigen das Ganze, bekommen hier nochmal kurz die Info angezeigt, also die Daten, die solltet ihr euch merken. Bestätigen das Ganze mit einem Y und dann ist Influx soweit installiert. Wir testen das jetzt auch nochmal. So, jetzt testen wir das Ganze auch nochmal. Das heißt, ihr gebt hier die IP-Adresse eures Raspberry Pis ein und dann gefolgt von dem Port 8086. Und dann sollte Influx aufgehen, melden uns an und sagen Sign in. Okay, wunderbar. Also Influx an sich funktioniert. Jetzt müssen wir noch Grafana installieren. Das ist auch relativ einfach. Auch hier wieder zuerst mal müssen wir uns einen Schlüssel für die Authentifizierung des Paketes runterladen. Das machen wir auch hier wieder mit wget und dann den Befehl einfach kopieren, Copy-Paste. Wir bekommen zwar eine Warnung, das ist aber okay. Hauptsache hier unten es steht okay, das ist wichtig. So, als nächstes fügen wir auch hier wieder das Repository hinzu, also unserer Source-Liste, damit das Ganze installiert wird. Auch hier den Befehl wieder Copy-Paste einfügen, bestätigen und dann sollte das oder die Ausgabe ungefähr so aussehen wie hier. Auch hier wichtig, damit das Ganze aktualisiert wird, also die Source List aktuell gehalten wird oder aktualisiert wird, müssen wir auch hier wieder ein Update machen und dann installieren wir Grafana direkt im Anschluss, bestätigen das Ganze mit einem Y und dann sollte das Ganze relativ zügig vonstatten gehen. So, wunderbar. Grafana ist installiert, aber der Surfer an sich läuft noch nicht. Das machen wir mit diesem Befehl. Also wir sagen, dass der Surfer aktiviert wird. Auch hier wieder, so sollte die Ausgabe ungefähr aussehen. Als nächstes müssen wir den Surfer starten. Das machen wir mit diesem Befehl hier. Dann startet Grafana. Und als nächstes können wir überprüfen, dass das Ganze funktioniert hat. Das heißt, wir holen uns wieder einen Webbrowser und navigieren zu Grafana.
Das heißt auch hier wieder die IP-Adresse eures Raspberry Pis und dann gefolgt von dem Port 3000. Das ist für Grafana. Bestätigen das Ganze, melden uns an, User und Passwort ist Admin. Und dann werden wir dazu aufgefordert, ein neues Passwort einzugeben. Bestätigen das Ganze. Und Grafana läuft auch. So, als nächstes müssen wir Grafana und InfluxDB miteinander verbinden. Dazu wechselt ihr wieder in den Influx-Ordner bzw. auf die Influx-Webseite. Dann geht ihr hier auf dieses Symbol hier und geht auf API Tokens. Hier ist jetzt ein Token erstellt worden. Ihr klickt einfach da drauf. Dann wird euch dieser Token angezeigt. Den kopiert ihr euch mal in die Zwischenablage, wechselt wieder in Grafana, geht hier auf der linken unteren Seite auf Konfiguration, sagt Edit Data Source, wählen hier jetzt InfluxDB aus, wählen hier unsere Query Language aus, also unsere Sprache. Ich empfehle auf Flux umzustellen, auch wenn das noch ein bisschen, ich sage mal, kompliziert ist und es noch nicht so viele Anleitungen zu dem Thema gibt, aber einige Videos zu dem Thema habe ich ja hier schon online. Also wählen hier Flux aus, tragen hier die URL ein, also die URL eures Raspberry Pis und dann den Port 8086. So, der Rest kann so bleiben, das könnt ihr so lassen. Als nächstes müsst ihr ihm noch sagen, wie der Benutzername und das Passwort ist für InfluxDB. Das hattet ihr ja vorher selber hinterlegt. Dann tragt ihr hier unten den Organisationsnamen ein. Ich hatte ja MyOrg gewählt. Dann den Token, den habt ihr ja noch in der Zwischenablage oder auch nicht. Also nochmal kopieren. Fügen den hier ein. Dann den Bucket Name, also in meinem Fall IO Broker, YT. Und den Rest könnt ihr so lassen. So, als nächstes sagen wir hier Save and Test und sollte dann grün kommen. Aber ich bekomme hier eine Fehlermeldung, weil ich hier MyOrg falsch geschrieben habe. So, MyOrg, darauf achten, Klein- und Großschreibung, sagen hier nochmal Save Test. Und jetzt wurden unsere 3 Buckets gefunden und es passt soweit. So, das heißt, Grafana und InfluxDB sind miteinander gekoppelt. Wir können unser erstes Dashboard erstellen. Für alle, die einen IO-Broker haben, geht es jetzt im IO-Broker weiter. Dort zeige ich auch noch mal kurz, wie das funktioniert. Im IO-Broker angelangt, geht ihr und sucht nach Influx. Da es bei mir schon installiert ist, entfällt der eine Schritt, aber ich installiere das Ganze jetzt nochmal in einer zweiten Instanz. Also nicht wundern, dass das Ganze jetzt ein bisschen anders heißt. Hier oben wählen wir unsere Query-Sprache aus, beziehungsweise wählen aus, dass wir mit der neueren Version 2.x arbeiten. Geben hier die IP-Adresse ein, also die IP-Adresse eures Influx oder eures Raspberry Pis. Pfad kann leer bleiben. Tragen MyOrg oder die Organisation hier ein. Den Token tragen wir hier ein, der ist ja noch in der Zwischenablage. Dann hier den Bucket Name tragen wir hier auch noch ein. Und der Rest kann im Endeffekt so bleiben. Auch hier wieder Verbindung testen. Hier unten, links unten wird uns angezeigt, dass es okay ist. Sagen speichern und können dann das erste Objekt mal loggen, damit wir das Ganze mal uns ansehen können in Grafana. So. Einfach einen Datenpunkt auswählen, auf das Zahnrad, wählt hier eure Instanz aus. Im Normalfall ist es ja die 0, bei mir ist es jetzt die 1. Sage hier, dass er alle 30 Sekunden das Ganze loggen soll, auch wenn sich der Wert nicht ändert. Vergebe hier einen Namen, bestätige das Ganze und dann sollte das Ganze jetzt in Influx auftauchen. So, wir gehen zuerst mal in Influx, das ist nämlich der einfachste Weg. Gehen hier auf dieses Symbol. Jetzt wird uns hier auch schon der erste Datenpunkt angezeigt. Wählen den hier aus, wählen hier Valued aus, sagen Submit. Dann wird uns hier der Datenpunkt angezeigt. Da es erst 1 oder 2 Messwerte gibt, wird hier noch nichts großartig angezeigt. Gehen hier auf Script Editor und dann wird uns diese neue Flux-Sprache angezeigt. Wir nehmen das, also markieren alles, kopieren das, gehen mit dem in die Zwischenablage, sagen hier neues Dashboard erstellen und sagen neues Panel erstellen. Fügen jetzt einfach
das Ganze aus Influx hier ein und bekommen unser Diagramm angezeigt. Jetzt sieht man natürlich noch nichts, weil das gerade mal ein, zwei Messwerte da sind, aber wie ihr seht, jetzt ist das Ganze in Grafana drin und alles weitere, wie man das konfiguriert, ein bisschen schöner aussehen lässt, wird in diesen Videos hier gezeigt. Dort gibt es noch ein paar Infos mehr. Das heißt, Influx ist installiert und Grafana ist installiert. Beides läuft, beides funktioniert. Datenpunkte kommen rein. Heißt, ich habe alles gezeigt, was, denke ich mal, notwendig ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit Influx und Grafana auf eurem Raspberry Pi.